In this video, you'll learn German numbers 1-10, essential for daily life. We teach through a bakery story featuring a granddaughter and grandmother, packed with number usage. Stay tuned for a mysterious customer and a surprising family tradition, leaving you feeling warm and nostalgic. Lena kommt in ihr Heimatdorf zurück. Lena returns to her hometown. Did you hear Lena say, Hallo? This is a common greeting in German. Let's listen again and start counting how many times we hear greetings. Lena kommt in ihr Heimatdorf zurück. Hallo Oma. Hello Grandma. Notice how Lena's grandmother calls her mein Schatz, meaning my treasure. In German, it's common to use terms of endearment. Can you count how many endearing terms you hear in this story? Hallo Oma. Lena, mein Schatz. Lena, my dear. Lena, mein Schatz. Willkommen zu Hause. Welcome home. Willkommen zu Hause. Danke Oma. Thank you Grandma. Danke Oma. Ich bin so froh hier zu sein. I'm so glad to be here. Ich bin so froh hier zu sein. Wie war dein Leben in Berlin? How was your life in Berlin? Did you catch the word Berlin? It's the capital of Germany. Let's see if we can count how many German cities are mentioned in this story. Wie war dein Leben in Berlin? Sehr aufregend, aber ich habe dich vermisst. Very exciting, but I missed you. Sehr aufregend, aber ich habe dich vermisst. Ich dich auch. I missed you too. Ich dich auch. Möchtest du mir in der Bäckerei helfen? Would you like to help me at the bakery? Möchtest du mir in der Bäckerei helfen? Ja, gerne. Yes, I'd love to. Ja, gerne. Wie in alten Zeiten. Just like old times. Wie in alten Zeiten. Sie gehen zusammen in die Bäckerei. They walk together to the bakery. Sie gehen zusammen in die Bäckerei. Wir müssen die Brote zählen. We need to count the loaves of bread. Did you hear the grandmother say, Wir müssen die Brote zählen? This means we need to count the breads. Get ready to practice your German numbers. Wir müssen die Brote zählen. Okay, ich fange an. Okay, I'll start. Okay, ich fange an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listen carefully. Lena is about to count in German. Did you hear 1, 2, 3? These mean 1, 2, 3. Let's hear it again. 1, 2, 3. Gut, jetzt die Kuchen. Good, now the cakes. Gut, jetzt die Kuchen. 1, 2, 3, 4, 5 Kuchen. 1, 2, 3, 4, 5 cakes. Great job. Now Lena is counting cakes. Did you catch all 5 numbers? 1, 2, 3, 4, 5 mean 1, 2, 3, 4, 5. Try counting along with Lena. 1, 2, 3, 4, 5 Kuchen. Perfekt. Oh, ein Kunde kommt. Perfect. Oh, a customer is coming. Perfekt. Oh, ein Kunde kommt. Ein mysteriöser Mann betritt die Bäckerei. A mysterious man enters the bakery. Ein mysteriöser Mann betritt die Bäckerei. Since you're already working hard on learning German, I wanted to share a couple of things that could really help you level up even faster. The German for Dummies book and these super effective flashcards are perfect for reinforcing what you're already learning. They're great tools for building confidence and making the language stick. And if you're looking for a bit of fun along the way, there's also a t-shirt and mug with some clever language jokes. A nice little reminder of your progress while enjoying your coffee or wearing it proudly. You can find the link here at the bottom of the video or in the description. Guten Tag. Good day.
Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche etwas Besonderes. I'm looking for something special. Ich suche etwas Besonderes. Was genau suchen Sie? What exactly are you looking for? Was genau suchen Sie? Ein Brot mit einer Überraschung. A loaf of bread with a surprise. The mysterious man is looking for a special bread. In German bakeries, you can find many types of bread. Can you guess how many different kinds of bread a typical German bakery might have? Ein Brot mit einer Überraschung. Eine Überraschung? A surprise? Eine Überraschung? Das verstehe ich nicht. I don't understand. Das verstehe ich nicht. Es ist sehr wichtig. It's very important. Es ist sehr wichtig. Lena, ich erinnere mich an etwas. Lena, I remember something. Lena, ich erinnere mich an etwas. Was, Oma? What is it, Grandma? Was, Oma? Vor vielen Jahren, many years ago, vor vielen Jahren, Plötzlich klingelt das Telefon laut. Suddenly the phone rings loudly. Did you hear the phone ring? In German, you can say 1, 2, 3 when answering the phone, similar to saying hello in English. Let's count the rings together. Plötzlich klingelt das Telefon laut. Ich gehe ran. I'll answer it. Ich gehe ran. Lena nimmt den Hörer ab. Lena picks up the receiver. Lena nimmt den Hörer ab. Hallo? Hello? Hallo? Ja, hier ist die Bäckerei. Yes, this is the bakery. Ja, hier ist die Bäckerei. wer ist es, Lena? Who is it, Lena? Wer ist es, Lena? Es ist Herr Müller, unser Nachbar. It's Mr. Miller, our neighbor. Es ist Herr Müller, unser Nachbar. Was möchte er? What does he want? Was möchte er? Er sagt, es ist dringend. He says it's urgent. Er sagt, es ist dringend. Ich warte hier. I'll wait here. Ich warte hier. Einen Moment bitte. One moment, please. Einen Moment bitte. Lena spricht leise mit ihrer Oma. Lena speaks quietly with her grandma. Lena spricht leise mit ihrer Oma. Oma, was machen wir jetzt? Grandma, what do we do now? Oma, was machen wir jetzt? Keine Sorge, Lena. Don't worry, Lena. Keine Sorge, Lena. Ich weiß, was zu tun ist. I know what to do. Ich weiß, was zu tun ist. Was meinst du, Oma? What do you mean, Grandma? Was meinst du, Oma? Das Brot mit der Überraschung. The bread with the surprise. Das Brot mit der Überraschung. Es ist eine alte Tradition. It's an old tradition. Es ist eine alte Tradition. Wirklich? Erzähl mir mehr. Really? Tell me more. Wirklich? Erzähl mir mehr. Früher versteckten wir kleine Geschenke im Brot. In the past, we used to hide small gifts in the bread. Grandma mentions hiding small gifts in bread. This is a fun tradition. Can you think of 5 small items that would be fun to hide in bread? Früher versteckten wir kleine Geschenke im Brot. Das klingt schön. That sounds lovely. Das klingt schön. Ja, für besondere Anlässe. Yes, for special occasions. Ja, für besondere Anlässe. Und der mysteriöse Mann? And the mysterious man? Und der mysteriöse Mann? Er ist der Sohn eines alten Freundes.
He is the son of an old friend. Er ist der Sohn eines alten Freundes. Lena lächelt erleichtert. Lena smiles with relief. Lena lächelt erleichtert. Jetzt verstehe ich. Now I understand. Jetzt verstehe ich. Das ist wunderbar. That's wonderful. Das ist wunderbar. Ja, Traditionen verbinden uns. Yes, traditions connect us. Ja, Traditionen verbinden uns. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. I'm so glad to be home again. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Lena umarmt ihre Oma glücklich. Lena happily hugs her grandma. Lena umarmt ihre Oma glücklich. Ich habe die Dorfgeheimnisse vermisst. I've missed the village secrets. Ich habe die Dorfgeheimnisse vermisst. Es gibt noch viel zu entdecken. There's still so much to discover. Es gibt noch viel zu entdecken. Können wir das besondere Brot zusammenbacken? Can we bake the special bread together? Können wir das besondere Brot zusammenbacken? Natürlich, lass uns anfangen. Of course, let's get started. Natürlich, lass uns anfangen. Sie holen Mehl, Hefe und andere Zutaten. They gather flour, yeast and other ingredients. Sie holen Mehl, Hefe und andere Zutaten. 1, 2, 3 Tassen Mehl. 1, 2, 3 cups of flour. Listen carefully as Lena counts the cups of flour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Counting ingredients is a great way to practice numbers in everyday life. 1, 2, 3 Tassen Mehl. Genau. Exactly. Genau. Und 4, 5 Löffel Zucker. And 4, 5 spoons of sugar. Now Grandma is counting sugar spoons. Did you hear 4, 5? That's 4, 5 in German. Let's count together. 1, 2, 3, 4, 5. Und 4, 5 Löffel Zucker. Wie in einem Zahlenspiel. Like in a number game. Lena compares baking to a number game. Learning numbers can be fun. What's your favorite way to practice counting in a new language? Share your ideas in the comments. Wie in einem Zahlenspiel. So lernst du backen und zählen. This way you learn to bake and count. So lernst du backen und zählen. Das macht so viel Spaß. This is so much fun. Das macht so viel Spaß. Gemeinsam bereiten sie den Teig vor. Together they prepare the dough. As they prepare the dough, try to count along with any numbers you hear. This is great practice for your German number skills. Gemeinsam bereiten sie den Teig vor. Was verstecken wir im Brot? What are we hiding in the bread? Was verstecken wir im Brot? Eine kleine Münze für Glück. A small coin for luck. The grandma mentions hiding a coin in the bread. In German, different coins have different values. Can you guess what the German word for €1 might be? Hint: it starts with 1. Eine kleine Münze für Glück. Eine schöne Idee. What a nice idea. Eine schöne Idee. Lena fühlt sich wieder ganz zu Hause. Lena feels completely at home again. Lena fühlt sich wieder ganz zu Hause. Düfte und Erinnerungen umgeben sie. Scents and memories surround her. Düfte und Erinnerungen umgeben sie. Stick around for the version without English audio coming up next. It's more challenging, but that's how you'll improve. Don't worry, you'll still have subtitles. If this is helping you, why not share it with other German learners? Ready? Let's keep going. Lena kommt in ihr Heimatdorf zurück. Hallo Oma. Lena, mein Schatz.
Willkommen zu Hause. Danke, Oma. Ich bin so froh, hier zu sein. Wie war dein Leben in Berlin? Sehr aufregend, aber ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Möchtest du mir in der Bäckerei helfen? Ja, gerne. Wie in alten Zeiten. Sie gehen zusammen in die Bäckerei. Wir müssen die Brote zählen. Okay, ich fange an. 1, 2, 3. Gut, jetzt die Kuchen. 1, 2, 3, 4, 5 Kuchen. Perfekt. Oh, ein Kunde kommt. Ein mysteriöser Mann betritt die Bäckerei. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche etwas Besonderes. Was genau suchen Sie? Ein Brot mit einer Überraschung. Eine Überraschung? Das verstehe ich nicht. Es ist sehr wichtig. Lena, ich erinnere mich an etwas. Was, Oma? Vor vielen Jahren. Plötzlich klingelt das Telefon laut. Ich gehe ran. Lena nimmt den Hörer ab. Hallo? Ja, hier ist die Bäckerei. Wer ist es, Lena? Es ist Herr Müller, unser Nachbar. Was möchte er? Er sagt, es ist dringend. Ich warte hier. Einen Moment bitte. Lena spricht leise mit ihrer Oma. Oma, was machen wir jetzt? Keine Sorge, Lena. Ich weiß, was zu tun ist. Was meinst du, Oma? Das Brot mit der Überraschung. Es ist eine alte Tradition. Wirklich? Erzähl mir mehr. Früher versteckten wir kleine Geschenke im Brot. Das klingt schön. Ja, für besondere Anlässe. Und der mysteriöse Mann? Er ist der Sohn eines alten Freundes. Lena lächelt erleichtert. Jetzt verstehe ich. Das ist wunderbar. Ja, Traditionen verbinden uns. Ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein. Lena umarmt ihre Oma glücklich. Ich habe die Dorfgeheimnisse vermisst. Es gibt noch viel zu entdecken. Können wir das besondere Brot zusammenbacken? Natürlich, lass uns anfangen. Sie holen Mehl, Hefe und andere Zutaten. 1, 2, 3 Tassen Mehl, Genau. Und 4, 5 Löffel Zucker. wie in einem Zahlenspiel. So lernst du backen und zählen. Das macht so viel Spaß. Gemeinsam bereiten sie den Teig vor. Was verstecken wir im Brot? Eine kleine Münze für Glück. Eine schöne Idee. Lena fühlt sich wieder ganz zu Hause. Düfte und Erinnerungen umgeben sie. If you found this video helpful, don't forget to like it and subscribe to the channel. Also, why not share this video with fellow German learners? They might enjoy it too. Ready to keep improving? Click on the video that's on screen now and continue your journey.